Servus und willkommen bei mir. Heute gibt es ein wunderbares Rezept für einen Hühnerfond für den Entenschmaus, der jetzt zu den Feiertagen ansteht. Und wie du es bei mir gewohnt bist, natürlich ohne Chemie und künstliche Zusatzstoffe, sozusagen Natur pur. Und los geht's! Mit viel Gemüse, die reichlich Geschmack reinbringen, starten wir damit, dass wir einen Esslöffel Öl in unsere Pfanne geben und geben dort Hühnerklein hinein. Das können Hühnerschenkel, Hühnerflügel, Hühnerherzen, Leber, Magen, eigentlich im Grunde genommen alles, was dir auch so schmeckt, so dass auch wirklich nichts weggeschmissen wird oder sich nicht auch Fellnasen darüber freuen würden. Aber das zeige ich dir später noch. Und brate alles scharf an. Dann richte dir bereits deinen ausreichend großen Topf, worin du dann deinen Bouillon ansetzen kannst. Drehe das Hühnerklein auch in der Pfanne, sodass sich wirklich auf jeder Seite Röststoffe entwickeln können. Und verfahre so natürlich mit dem gesamten Hühnerklein. Brate es nur so weit an, dass die Haut gut Farbe zieht. Und dann kannst du diese auch halb roh in den Topf geben. Genauso wie du es bei mir sehen kannst. Ich selber nehme mal ganz gerne noch Hühnerherzen mit dazu. Diese sind nicht nur eine nährstoffreiche Proteinquelle, die sowohl für Mensch als auch sogar für Hund viele gesundheitliche Vorteile bieten. Schwenke die Pfanne ruhig noch mit den Röstaromen aus, so wie du es bei mir siehst. Und dann gieße insgesamt etwa einen halben Liter heißes Wasser oben drüber. Währenddem das Hühnerklein dann am Kochen ist, widmen wir uns erstmal dem Gemüse und schneiden dieses klein. Ich starte mit Porree, allgemeinhin auch als Lauch bekannt, schneide diese in der Mitte durch. Bevor jemand fragt, das Gemüse ist natürlich allesamt gewaschen. Ich halte das jetzt mal für selbstverständlich, deswegen habe ich es nicht nochmal extra im Video gezeigt. Gebe sie in eine Schüssel und auch ein kleiner Bund Frühlingszwiebeln darf nicht fehlen. Entferne die Strunken. Und dann genauso ähnlich große Stücke wie den Lauch schneiden. Nun darf auch eine Pastinake nicht fehlen. Dieser verleiht dem Hühnerfond eine milde, süßliche und leicht nussige Note. Ihr Geschmack ist sanft würzig und rundet den Fond letzten Endes harmonisch ab, ohne dabei die anderen Zutaten zu überdecken. Der erste Schwung Gemüse darf dann auch zum Hühnerklein gegeben werden. Und weiter geht's. Nun gibt es noch einen viertelten Sellerie. Das ist das einzigste Gemüse, das ich schäle, einfach weil mir die Haut zu dick ist. Aber auch nur deswegen, weil ich das Gemüse dann ganz gerne gleich noch essen werde. Nichtsdestotrotz verleiht er dem Hühnerfond eine kräftige aromatische Würze mit leicht herben und einer erdigen Note. Er sorgt für eine angenehme Frische und ist zugleich eine Geschmacksbasis, die den Fond ebenso abrundet. Und daraus schneide ich mir etwa 1 cm große Stückchen, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Das kann nun auch bereits in den Topf gegeben werden. Und zu guter Letzt gibt es noch etwa 6 mittelgroße gelbe Rüben. Schneide die Enden ab und wie du es dir denken kannst, werden diese nun in etwa 1 cm dicke Scheiben geschnitten. Dafür halbiere sie noch und schneide, wie gesagt, deine etwa 1 cm dicken Scheiben runter. Auch diese kommen nun in den Topf hinein. Du solltest einen größeren nehmen, das war nicht die klügste Entscheidung von mir, so einen kleinen zu nehmen. Aber Gottlob, reingepasst hat alles. Nun kommen noch 3 bis 5 Wacholderbeeren hinein, genauso wie 2 bis 3 gehackte Lorbeerblätter. Du kannst auch ganze Blätter nehmen. Nun wird nochmal alles miteinander verteilt, dann kommt der Deckel drauf und darf für die nächsten 2 Stunden vor sich hin köcheln. Etwa 2 Stunden später ist der Sud gut eingekocht und wie du sehen kannst, habe ich mich inzwischen ein wenig am Gemüse bedient. Entferne die Wacholderbeeren und dann nehme die festen Stoffe aus dem Hühnersud. Du wirst feststellen, dass sich das Hühnerklein butterweich von den Knochen löst und wären damit dann auch bereit für die Verköstigung. Um den Fond möglichst lange haltbar zu machen, koche dein Einmachglas aus. Du kannst natürlich auch kleinere Gläser nehmen. Für mich ist allerdings klar, dass ich ein großes benötige. Das koche ich wie gesagt mit heißem Wasser aus, genauso wie den Deckel und auch den Gummiring.
Lasse beides ein paar Minuten stehen und dann gieße das heiße Wasser ab und lass das Glas austropfen. Letzten Endes brauchst du nur dein Glas und deinen leicht simmernden Sud, um diesen abzufüllen. Dann ist mir kurz die Kamera ausgefallen und ich habe das Glas oben gereinigt. Gebe sogleich den Deckel auf das heiße Glas. Schließe das Ganze durch die Klipse ab. Natürlich kannst du auch ein Schraubglas nehmen, das du gleich im Anschluss zudrehst. So kann der Hühnerfond dann auskühlen. Wenn das Glas dann soweit ausgekühlt ist, überprüfe unbedingt, ob es auch angezogen ist. Bei einem Schraubglas würdest du die Deckel oben prüfen und hier ziehst du die Klipse ab und hebst das Glas an dem Deckel hoch. So hält sich der Hühnerfond nun mehrere Monate. Zur Sicherheit lagere ich es im Kühlschrank und freue mich bereits auf den kommenden Entenbraten. Nun hatte ich ja bereits am Anfang schon gespoilert, ein Großteil des Hühnerkleins werde ich jetzt auf 3 aufteilen. Du siehst, das Fleisch löst sich butterzart von den Knochen. Die Knorpel, ein wenig Fleisch und Gemüse sind auch für die meisten Hunde eine Delikatesse. Nur um es noch deutlich zu erwähnen, bitte keine gekochten Knochen an die Fellnasen verfüttern, denn diese können splittern. Ihre Portion ist natürlich ungesalzen, meine natürlich schon. Ich wünsche dir gutes Gelingen, lasst dir gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!